Leute, was war hier bitte los? 2025 war das krasseste Jahr bei GoTools überhaupt jemals. Wir haben 40.000 € verlost. Wir haben 120 Millionen, na kommen wir gleich nochmal da drauf. Wir haben einen komplett neuen Shop aufgebaut. Wir hatten jeden Monat andere Gäste hier, so ziemlich jeden Hersteller. Wir hatten außerdem richtig krasse Videos und wir waren so ziemlich auf jedem Event, das man sich vorstellen kann in diesem Jahr. Also 2025 haben wir so ziemlich alles abgerissen, was irgendwie ging. Wir haben uns eben mal hingesetzt und haben die Highlights für 2025 aufgeschrieben, haben gemerkt, wow, was ist denn hier los? Da ist so viel passiert. Mein Tipp an euch, schreib du das doch auch mal auf. Was waren deine Highlights in diesem Jahr? Was ist bei dir krasses passiert? Und wenn du Lust hast, schreib es gerne mal unten in die Kommentare. Was war bei dir denn persönlich los? Würde mich super interessieren. Denn wir kommen doch hier mal so ein bisschen ins Quatschen. Denn das Erste, was uns aufgefallen ist, wie viel haben wir denn bitte verlost in diesem Jahr? Früher war es ja so, dass wir in jedem zweiten Video Dinge verlost haben. Ja? Entweder 250 € Einkaufsgutschein oder Werkzeug und so weiter und so fort. Wir haben gesagt, dieses Jahr machen wir alles anders. Wir verlosen in jedem Video. Zusätzlich verlosen wir in den Videos, im Newsletter, auf Social Media und in unseren Live-Sendungen. Und alles zusammen haben wir Wert von 40.000 € verlost. Wenn du das mal runterrechnest, sind das 110 € am Tag, die wir verlosen. Das ist ja Wahnsinn, also wirklich Wahnsinn. 110 € jeden Tag gehen an euch raus oder 40.000 im Jahr. Und sehr, sehr viele von euch haben sich über das Werkzeug gefreut, was wir entsprechend immer verlost haben. Und ich finde es auch cool, dass du dir jetzt dein Werkzeug aussuchen kannst. Wenn du bei uns in den Videos kommentierst, ist es einfach so, vielleicht kennt das der eine oder andere noch nicht, ja? Also guck einfach unsere Videos, geh dort rein, kommentiere einfach in diesem Video und wenn du gewinnst, gehst auf unsere Seite, schaust einfach, ob du gewonnen hast und dann kannst du dir Werkzeug aussuchen. Das ist doch der Wahnsinn, oder? Apropos Werkzeug aussuchen, ganz kurz, wo wir da schon sind, wir haben dieses Jahr einen komplett neuen Shop gebaut. GoTools 1.0 kennen ganz viele, wir sind jetzt bei GoTools 2.0 und der neue Shop ist richtig cool geworden. Ich persönlich mag den Shop total, sehr, sehr cool finde ich aber die Suche. Wo man gesagt hat, früher ja, man findet auch so ab und zu mal was oder auch schon öfter, ist es jetzt so, dass die Suche, finde ich, richtig gelungen ist. Also wenn du es noch nicht ausprobiert hast, geh unbedingt mal auf gotools.de und schau dir mal die Suche an. Lasst uns aber mal über 120 Millionen sprechen. 120 Millionen. Wir haben dieses Jahr 120 Millionen Aufrufe gehabt auf unseren Videos über alle Plattformen. Und das ist der Wahnsinn. Das ist so viel mehr als auch im letzten Jahr oder allgemein wir uns erwünscht hätten oder auch erhofft hätten auch nur für dieses Jahr. Eine Sache muss man ganz klar sagen. Viele denken, 120 Millionen, da machen die auch richtig Kohle. Nee. Also wenn wir 40.000 € verlosen, machen wir mit 120 Millionen Aufrufe gar nichts. Muss man ja ganz klar sagen. Manche denken ja, 120 Millionen pro Aufruf ist ja ein Euro. Nein. Nicht mal einen Cent. Das ist alles Quatsch. In einem alten Video hatten wir auch mal viele Kommentare, dass wir ja pro Abonnenten Euro bekommen. Nein, ich glaube aber, die Zeiten sind vorbei, wo ihr das gedacht habt. Es geht wirklich darum, wir haben dieses Jahr versucht, richtig Gas zu geben. Ob es auf YouTube war, auf Instagram, ob es auf selbst Facebook war, unsere Gruppe. Wir waren auf TikTok aktiv. Also wer uns nicht folgt, bitte schaut euch gerne auch mal die anderen Kanäle an. Da sind wir überall aktiv. Und da kann ich nur eine Sache sagen, vielen Dank an euch. Ihr seid es ja, die sich das anschauen. Ihr seid es, die sich unsere ganzen Reels angucken, unsere ganzen TikTok, Shorts, Stories, unsere Newsletter abonniert haben. Wenn du es noch nicht gemacht hast, schau dir das an. Auch da verlosen wir ja Dinge. Ja? Und hier auf YouTube, wo du jetzt gerade bist, wahrscheinlich, wo wir es auch immer gerade ausstrahlen, auch wirklich vielen, vielen Dank an euch da draußen und die vielen Leute, die unsere Videos gucken. Das ehrt uns total und wir freuen uns an der Stelle für 120 Millionen Aufrufe. Tada! Und ein Highlight jagt ja das nächste. Und für das Highlight brauche ich jetzt einen Spickzettel, denn wir hatten dieses Jahr so viele Gäste wie noch nie. Ich würde fast behaupten, wir hatten 2025 so viele Gäste wie in allen Jahren davor zusammen. Wahnsinn! Denn wir hatten dieses Jahr hier Makita. Da war der Jochen, der hat mit uns Gartengeräte angeschaut. Dann hatten wir den Uwe von Metabo hier, haben zusammen einen Podcast aufgenommen und haben uns andere Geräte noch angeschaut. Dann haben wir uns mit Bosch Elektro das ganze
ganze Thema Elektro mal angeschaut, die neuen Elektrogeräte und den Elektrokoffer. Dann hatten wir den Kollegen Bader hier von Bosch zum Thema M-Share, haben einen Podcast zusammen gemacht. Dann hatten wir den Michael Losse wieder hier, haben 2, 3, 4 Videos, ich weiß gar nicht, jede Menge Videos gedreht. Dann haben wir uns auch mit Bosch zusammen nochmal die neuen Akkus angeguckt. Weiter ging es zum Beispiel auch mit dem Dominik Ricker, der auch hier war. Mit dem haben wir einen Podcast aufgenommen und haben das Thema SourceStop uns angeguckt. Bessie war hier und wir haben uns dort, liebe Grüße an Patricia, und wir haben uns neue Produkte von Bessie angeschaut. Dann war Vera mit uns hier. Das war was ganz Besonderes, denn Vera war mit uns in einem Live. Wir haben kein Video gemacht, wenn ich mich richtig erinnere. Das fällt mir. Aber auf jeden Fall haben wir das Live uns angeschaut und im Live eure Fragen zu Vera, ist ja explodiert, wie viele Fragen ihr hattet. Und ich muss sagen, Vera, tolle Marke, das macht immer jede Menge Spaß. Und wir haben dieses Jahr eine Küche aufgebaut mit KS-Tools, die sogenannte Werkzeugküche, und hatten da auch eine Menge Spaß. Das war eine ganz wilde Sache, auch wo wir auf Zeit eine Küche aufgebaut haben, diese Werkzeugküche. Und ihr seht hier, wir haben so viele Gäste hier gehabt, das war echt cool. Wenn du Bock hast, wenn du jemand bist, der sagt, Mensch, du musst unbedingt mal herkommen zu uns in die Videos, mit uns über Werkzeug reden, sei herzlich willkommen. Ich würde zum Beispiel auch sehr gerne mal hier mit Festool vor Ort arbeiten. Ich würde aber zum Beispiel auch mit Parkside, Einhell und mit ganz anderen Marken hier mal sitzen, wäre super interessant. Denn eine Sache hat nicht so gut geklappt, nämlich das Thema Podcast. Ich hätte gerne wesentlich mehr Podcasts gemacht, aber wir haben es zeitlich einfach nicht geschafft. Und apropos Highlight, gucken wir uns nochmal bei meinem Zettel das nächste Thema an, nämlich wir haben jede Menge Videos gemacht, aber auch super viele ganz besondere Videos. Zum Beispiel haben wir einen Schutzbrillentest gemacht und da habe ich auf Schutzbrillen geschossen. Das war anders wild und hat auch richtig Spaß gemacht und es war echt interessant, was Schutzbrillen alles aushalten. Das glaubt ihr ja gar nicht. Überleg mal, du schießt auf eine Schutzbrille und die geht einfach nicht kaputt. Du versuchst es auch mehr auf dieselbe Stelle zu schießen und sie geht nicht kaputt. Das ist mein Aufruf nochmal an euch. Tragt bitte Schutzbrillen. Die helfen euch auf jeden Fall, euer Augenlicht zu behalten. Ja? Dann haben wir noch mal eine Sache gemacht, die sehr kontrovers war. Wir haben den Schrauber vom Bauforum getestet. Und da gab es ja sehr, sehr viel interessante Kommentare, obwohl ich den Schrauber ja gar nicht schlecht gemacht habe, sondern es ging darum, ihn aus einem anderen Blickwinkel mal zu betrachten und ihn einzuordnen. Ja? Und da auch noch mal Grüße an André, da hat er echt auch schon was rausgehauen. Ja? Dann haben wir zusammen mit André ja sogar eine Sache gemacht, nämlich wir haben Stiftung Warentest noch mal auseinandergenommen und noch mal nachgeprüft. Und das Ganze sogar zweimal für Akkuschrauber und für Hochdruckreiniger. Ja? War eine tolle Sache, war sehr interessant und ich muss sagen, da muss man noch mal anders drüber nachdenken. Wir haben Schwerlastregale ausprobiert und haben geschaut, was halten Schwerlastregale eigentlich aus. Da können wir doch jetzt noch mal ein paar Sachen einblenden. Das war anders wild, weil teilweise sind die zusammengebrochen nach gefühlt 2 Säcken. Manche haben auch richtig lang gehalten und eine hat eigentlich schon fast so lang gehalten, weil wir haben raufgeschmissen und es ging einfach nicht kaputt. Übrigens echt interessant finde ich, dass das von mir selbst gebaute Schwerlastregal am meisten ausgehalten hat und war fast, nee, war nicht am günstigsten, aber mit 60 € auf jeden Fall war es echt günstig dabei. Was haben wir noch gemacht? Wir haben mit einem Schraubstock und einem Magneten einen Betonblock hinterm Auto hergezogen. Allein das ist ja schon völlig verrückt. Ja? Wir haben Klimmzüge an diesem Magnetschraubstock gemacht und ich habe gewonnen. Natürlich habe ich gewonnen. Naja, egal. Und dann haben wir noch eine Sache gemacht, die super kontrovers war. Wir haben ein Auto auf Böcke gestellt. Auf Social Media wurden wir gehasst für das Thema ohne Ende. Vielleicht weil der Kontext gefehlt hat, ist mir aber egal, weil es hat uns einfach Spaß gemacht, weil der Punkt war folgendes: Wir haben ein 1 Tonnen oder 1,5 Tonnen Auto, genau habe ich es nicht mehr im Kopf, auf diese Böcke ja draufgestellt. Und die Böcke waren dafür überhaupt nicht ausgelegt. Also die meisten zumindest nicht. Und der Hammer war, Holzböcke, 2 Holzböcke für 15 € können ein komplettes Auto tragen. Man möchte nicht in der Nähe sein, man möchte nicht gegentreten, aber sie haben erstmal gehalten. Fand ich mega cool. Und da gehen nochmal Grüße raus an Metabo, weil die Metabo-Böcke das so gut gehalten haben. Und das sind ja meine persönlichen Favoriten. Echt cool. Neben all den ganzen Sachen waren wir auch noch auf Events. 120 Millionen Aufrufe, 40.000 € verlost. Die ganzen Gäste waren hier. Wir haben krasse Videos gemacht. Und dann waren wir auch noch auf Events. Wir waren auf der Bau, haben da unendlich viele Videos
gedreht. Die kamen ja auch Anfang des Jahres auch schon. Wir haben uns die ganzen Neuheiten angeschaut und so weiter. Dann waren wir noch auf dem Macher-Festival. Wir waren bei Makita im MSC, im Makita Service Center, haben dort auch noch gedreht, haben jede Menge Videos nochmal gemacht. Wir waren auf der Messe Demo Park und haben da uns tolle Sachen geguckt und waren auch noch auf der Ligna und haben dort auch noch jede Menge Spaß gehabt. Also ihr seht, wir waren richtig viel unterwegs. Da muss ich einfach mal Danke sagen. Und zwar erstens Danke sagen an GoTools, weil GoTools uns ja diesen ganzen Spaß ermöglicht. Ja, nicht nur euch, sondern auch uns. Wir können den ganzen Spaß hier haben. Wir können uns das ganze Werkzeug angucken. Wir können zusammen auf die Messe fahren. Wir können mit den ganzen Gästen hier Dinge drehen. Das hat echt Spaß gemacht. Also da ganz klar ein Danke an GoTools von mir. Ja, ein ganz klares Danke auch an Marco Golciani, der uns das alles möglich macht. Ja, also danke dafür. Hauptsächlich gilt das Ganze aber an euch, weil ihr macht den ganzen Quatsch ja mit uns mit. Ihr fiebert den Videos teilweise entgegen. Ihr schaut euch die ganzen Videos an. Ihr kauft natürlich auch Werkzeug bei uns im Shop, also dafür auch vielen Dank. Ich persönlich habe noch keine Ahnung, was 2026 auf uns zukommt. Denn es muss ja wild werden, anders werden und verrückt werden. Und ich persönlich habe das Gefühl, 2026 wird unser Jahr.